Genau, ich würde jetzt mal überleiten zum zweiten größeren Thema, und zwar das Thema Biofilme. Ja, vielleicht kannst du uns erstmal kurz und knapp erklären, was sind überhaupt Biofilme? Biofilm, das Erste, was man sagen muss, es klingt zwar so nach natürlich, weil ein Biofilm denkt man immer, ist biologisch. Nein, das ist es nicht. Der Biofilm gehört an sich nicht in den Körper rein. Je mehr er da ist, umso mehr Schaden richtet er an. Das Zweite, was ich sagen kann, wir haben nicht nur im Darm Biofilme, sondern ein Biofilm kann auch in der Blase sein oder da, wo es eigentlich jeder kennt, nur nicht unter dem Namen Biofilm, ist Zahnbelag. Zahnbelag ist ein Biofilm und der entsteht immer dann, ein Biofilm, wenn Erreger im System sind, sage ich jetzt mal hier vom Mund, ja, die sich schützen wollen. Dann scheiden die eine bestimmte Substanz aus, eine meistens schleimige Substanz, die sich dann verhärtet. Und dann bildet sich eine bestimmte, erstens Schicht oder dann auch eine feste, wie beim Zahnbelag, einen festen Belag. Und in diesem Belag schlüpfen diese Erreger unter, um sich zu schützen vor den Angriffen des Körpers. Und wie gesagt, Zahnbelag kennt jeder und jeder weiß auch, das kriegt man nicht durch Bürsten oder Flossen kriegt man das nicht weg, sondern man geht halt alle halbe Jahre oder dreiviertel Jahre zum Zahnarzt und der muss das richtig mechanisch abkratzen oder mit dem Gerät abmachen, um diesen Zahnbelag wegzubringen. Weil das sonst passiert, dass der Karies eben dort drin lebt und einem den Zahn wegknabbert. Ein Biofilm gibt es aber auch, und das wissen viele nicht, auch im Darm, und zwar im gesamten Darm, also Dünndarm plus Dickdarm. Sprich, wir haben 8 Meter Darm in etwa, und in diesem 8 Metern Darm kommen auch diese Erreger, ganz egal, ob das Parasiten oder Bakterien oder Pilze sind, die tun sich dort zusammen und bilden sowas wie eine kleine Kolonie mit Arbeitsteilung und die bauen dann alle möglichen Substanzen ein in diesen Biofilm, neben den Schleimsubstanzen auch irgendwelche Mineralien, die nicht mehr bioverfügbar sind, also sei das Eisen und Magnesium und Calcium und so weiter. Und dann verfestigt sich dieser Biofilm und sind aber auch Schwermetalle drin, wie Quecksilber und Blei und Cadmium und alles Mögliche, was wir so mit unseren Nahrung mit aufnehmen. Und das Ganze bildet dann einen Film, der sich als einen dünnen Belag erstmal auf der Darmwand bildet. Mit dem Resultat, dass erstens die Erreger dort relativ unangreifbar sind, inklusive den Parasiten, inklusive den Pilzen, die dort sind und die sich mehr oder weniger dort verstecken, sage ich mal, und dann unangreifbar sind gegen zum Beispiel Antibiotika und irgendwelche anderen Medikamente, aber auch gegen Naturheilmittel. Also auch wenn ich irgendwelche Naturheilmittel nehme, die sausen sozusagen drüber und räumen auf dem Biofilm obendrauf, räumen die diese Schicht ab. Dann geht es einem möglicherweise auch ein bisschen besser. Aber darunter die anderen 90%, die überlebt haben, die kommen wieder hoch. Und dann ist das wie das Hase- und Igel-Spiel. Ja, hallo, bin schon wieder da. Also demzufolge macht es aus deiner Sicht, machen solche antiparasitären Kuren oder generell alle Darmkuren, Darmreinigungskuren deutlich mehr Sinn oder einen deutlich größeren Effekt, wenn der Biofilm erstmal raus ist, weil die dann wirklich deutlich effektiver wirken können. Okay, das ist exakt so. Das ist exakt so.
Also egal, ob es jetzt eine schulmedizinische Wurmmitteltherapie ist über 3 Tage oder eine Parasitenkur, die über mehrere Wochen geht, sollte man erst den Biofilm zumindest größtenteils entfernen und dann, damit diese Substanzen wirklich auch überhaupt dorthin gelangen können und wirken können. Ja. Okay. Das ist genauso. Ja. Okay, und natürlich, wenn der Biofilm auf der Darmschleimhaut drauf ist, dann können ja auch viele Nährstoffe gar nicht so richtig aufgenommen werden, was ja auch unser Immunsystem, unsere ganzen Körperfunktionen massiv schwächen kann und auch dazu führen kann, dass sich diverse Krankheitserreger besser ausbreiten können. Was es ist auch so, wenn ich das mal gerade sagen darf, wir haben ja sowieso schon von der Nahrung her sehr viel weniger Inhaltsstoffe, wie wir das noch hatten vor, sagen wir mal, 100 Jahren. Ja. Dadurch, dass die Böden mehr ausgelaugt sind, haben wir weniger Mineralien und so weiter. Dann wird viel davon desinfiziert, bevor es in den Laden kommt. Und jetzt haben wir 2 Sachen. Erstens ist es zu wenig und dann ist auch noch der Biofilm, der auch noch verhindert, dass es aufgenommen wird. Und wenn dann noch die Magensäure dazukommt, die fehlt, und es nicht richtig aufgeschlüsselt wird, dann kommen wir eben zu exakt diesem Punkt, wo wir dann möglicherweise von dem, was sowieso schon 50% reduziert ist oder 70% reduziert ist von den Inhaltsstoffen, dass davon auch nur noch die Hälfte oder ein Drittel aufgenommen wird. Und dann haben wir ein Resultat, was viele mir auch erzählen. Ich esse ja super gut und nur Bio und so weiter. Und trotzdem bin ich in einem Mangel, in einem Vitaminmangel, Mineralienmangel und so weiter. Ja. Und das hängt dann auch unter anderem mit dem Biofilm zusammen, der verhindert, das ist wie eine Plastikplane, die ihm verhindert, dass die Stoffe da durchkommen und nur möglicherweise von der Hälfte oder einem Drittel der Darmoberfläche aufgenommen werden kann. Okay. Könnte man, oder vielleicht, du hast ja gesagt, dass dieser Biofilm auf einer Schleimschicht besteht, wo auch die diverse Krankheitserreger, egal ob es jetzt Pilze, Parasiten oder irgendwelche Bakterien sind, auch Sachen einlagern, wie zum Beispiel Toxine, wie Quecksilber, Blei, Cadmium und so weiter. Gibt es noch andere Ursachen, die dafür sorgen, dass dieser Film überhaupt entstehen kann oder in diesem Maße, in diesem Ausmaß entstehen kann, die das fördern, das Ganze? Also es gibt hauptsächlich, ist es die Aufnahme von bestimmten Nahrungsmitteln, also gerade viele der Milchprodukte, wo so viel Calcium drin ist, wird halt sehr viel Calcium dort eingelagert. Das heißt, dieser Biofilm verfestigt sich. Wenn ich, und alles, das wir bisher erwähnt haben, auch vom Magen her, von der Magensäure her, aber auch ein bestimmter Enzymmangel, der auftritt, alles trägt dazu bei, dass der Biofilm sich schneller ausbilden kann und sich dann da verfestigt und sich da verklebt mit der Darmwand. Also es ist hauptsächlich oder ganz viel auch hängt damit zusammen mit der Ernährung, was ich esse, wie viel ich esse, wie schnell, wie gut ich das aufschlüssele und verdaue und kaue und so weiter. Also wir kommen immer wieder auch auf den Anfang vom Magen und vom Kauen her. Das hat immer Einfluss auch, was sich dann im Darm ablagert.